Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV12. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV12 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das an einem beschädigten oder blockierten Innenkomponenten liegen. Wenn du dieses Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, die die Reparatur aufwendiger und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge und Materialien, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen Torx-Schraubendreher, sowie eventuell etwas Isolierband, falls Kabel beschädigt sind. Zunächst musst du den Dyson SV12 sicher öffnen. Achte darauf, dass der Akku entfernt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Beginne damit, die Schrauben am Gehäuse zu lösen, indem du den Kreuzschlitzschraubendreher verwendest. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab und achte darauf, dass du keine Kabel beschädigst. Der häufigste Übeltäter für die Geräusche ist die Motoreinheit, die möglicherweise blockiert oder defekt ist. Überprüfe, ob sich Fremdkörper in der Nähe des Motors befinden oder ob der Motor selbst beschädigt aussieht. Wenn du die Motoreinheit lokalisiert hast, trenne die Kabel vorsichtig mit der Zange, um die Einheit zu entfernen. Stelle sicher, dass du den richtigen Druck auf die Schrauben ausübst, um ein Überdrehen zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die defekte Motoreinheit entfernt hast, setze die neue Einheit ein und verbinde die Kabel wieder sorgfältig. Achte darauf, dass alles sicher sitzt und keine losen Kabel herumhängen. Schließe das Gehäuse des Dyson SV12 wieder und schraube alles fest. Überprüfe abschließend, ob der Staubsauger ordnungsgemäß funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du regelmäßig den Filter reinigen und sicherstellen, dass keine Fremdkörper in den Saugschlauch gelangen. Außerdem ist es wichtig, den Staubsauger nicht über längere Zeiträume ohne Nutzung zu lagern, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.